Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fish It. Wir befinden uns heute mal auf EU2, auf dem Berserker, ja, wo wir hin und wieder mal so ein bisschen spielen. Und ja, wir schauen mal erstmal, bevor wir pushen, auf die ersten Ränge. Hier hatten wir ja auch Marksman eine Zeit lang ja, beobachtet, wie er hier mit seinen 730.000 Pilzen handhabt und ist jetzt Stufe 324. Könnte sein, dass er sich den 400er Rekord holt, und da bin ich noch sehr gespannt, wie das sich hier weiterentwickelt. Ja, ansonsten haben wir ja hier so eine ganz kleine Challenge hier mit dem Sergio, ne? Durch das letzte Video hier von dem Server hat er wieder ein bisschen aufgeholt, jetzt ist wieder 10 Level vor mir. Ja, so eine kleine Mini-Challenge, sage ich mal, wo ich hin und wieder mal hier auf den Server vorbeischaue, um mal ein paar Dungeons zu klatschen, wenn wir ein bisschen weitergekommen sind. Ja, und ich habe eine neue Waffe gefunden hier auf dem Server, und das habe ich jetzt mal als Anlass genommen, einfach mal ein paar Dungeons auszuprobieren. Hatte jetzt in der Zwischenzeit keine Dungeons weiter genommen. Ich habe einfach nur normal meine Alu durchgeskippt, auch wirklich durchgeskippt, durchgeentert. Ja, nicht weiter großartig auf die Quests geachtet, weil das wäre jetzt hier mein 5. Server, den ich spiele, und da ist einfach... Da ist finito, da ist Sense, da ist Arrivederci, ja, das ist vorbei. Also das ist zu viel auf jeden Fall. Deswegen, ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen werden, was wir an Level so machen werden, wie viele Dungeons wir klatschen werden. Und ja, letztes Mal sind wir ja schon relativ weit gekommen. Jetzt haben wir Stufe 150 auch sehr easy erreicht, muss ich mal so sagen. Das fiel jetzt irgendwie gar nicht schwer. Ja, mal schauen, ob wir auch den Endboss hier, das sollte eigentlich dann auch kein Problem darstellen, wenn die Gegner davor schon so easy waren, direkt 2 Level gemacht, ja. Mal schauen, da kommt hier gar nicht hinterher, hier der Chat. Und da haben wir auch das nächste Ticket für den nächsten Dungeon und hier oben gleich den doppelten Dungeon Key freigeschaltet. So, das ist ein Item, das können wir nicht weiter gebrauchen. Wir gucken mal, ob das irgendein Begleiter gebrauchen kann hier. Zack, die habe ich noch nicht weiter ausgerüstet. Wäre auch wahrscheinlich mal irgendwann an der Zeit, dies zu tun, weil ich jetzt darauf bisher noch gar keinen Wert gelegt habe. Dementsprechend kommen wir wahrscheinlich in der Schattenwelt auch noch nicht großartig weiter. Gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall werde ich mal schauen, dass wir ein paar Level in die Hand nehmen, bevor das nächste Epic-Event hier am Start ist. Und ja, wir uns zum Epic-Event wahrscheinlich das nächste Mal dann hier neu equippen werden oder so auf dem Server. Mal schauen. Bis dahin werden wir versuchen, noch das ein oder andere Level zu meistern. Ich weiß nicht, haben wir jetzt schon so weit? Sind wir jetzt schon so... Ja, 2 Level fehlen uns noch hier. Das wäre durch den Dungeon-Gegner hier tatsächlich schon erledigt, und ich denke mal, das sollten wir auch hinkriegen. Der sollte safe noch fallen. Der hatte jetzt schon ein paar Tries, wo ich sage, okay, kann er mal auf jeden Fall. Wir haben ja auch noch, da haben wir Stufe 156, wir haben ja auch den Wirbelwind freigeschaltet, also auch von daher geht natürlich jetzt so einiges, und mein komplettes Equipment ist natürlich jetzt mittlerweile auch schon komplett outdated. 158, sehr schön, läuft, würde ich mal so sagen, ne? Und steintechnisch ist, glaube ich, die Gilde auch ein bisschen weiter vorangeschritten, beziehungsweise halt Ritterhalle mäßig so, ne? Könnten wir, glaube ich, ein paar bessere Steine derweil finden. Muss ich mal 1, 2 Steine beziehungsweise Pilze in die Hand nehmen und mal ein paar Steine rausskippen. Eventuell lohnt es sich auch, die Steine neu zu equippen, ne? Aber schauen wir erstmal, was noch so in den Dungeons hier überhaupt noch alles geht. So. Das können wir jetzt erstmal so nicht großartig verwerten. Wie sieht es denn hier aus? In der Schattenwelt kommen wir hier schon irgendwie einigermaßen voran? Nee, wahrscheinlich nicht wirklich ohne Waffe, ne? Gehe ich mal von aus. Also ohne Waffe auf meinen Begleitern, die haben alle keine Waffe hier. Das ist super, super low. Deswegen, ja, wird das wahrscheinlich erstmal nichts weiter. Aber wo wir jetzt erstmal hier noch ein bisschen voranschreiten können, ist hier im Wirbelwind. Und eventuell finden wir hier auch das ein oder andere Item für meine Begleiter. Das wäre natürlich ganz nice.
Ansonsten, wie gesagt, müssen wir da halt eben auf das Epic-Event warten. Da kann man safe ein bisschen was rausholen, so für die Begleiter. Ansonsten können wir hier schon mal, ja, keine Ahnung, dass die überhaupt erstmal irgendwas tragen hier. So, zack, gönn dir. Ja, mal in die Toilette. Was haben wir hier? Kundschafter. Okay, hat schon Handschuhe, perfekt. Gut, weg damit. So. Schauen wir mal weiter. Gehen wir mal noch ein bisschen in den Wirbelwind. Da sollte noch einiges gehen auf jeden Fall. Mal schauen, wie weit wir kommen werden. Auf jeden Fall steigt das Level an. Wäre schön, wenn der ein bisschen flüssiger gehen würde, der Wirbelwind. Ich habe das Gefühl, ein bisschen ruckelt der. Hier und da. Also man kann nicht so smooth durchentern, so wie ich das gerne haben wollen würde. Und ja, bisher noch gar keine Probleme hier. Alle First Try sind jetzt auf Etage 43. Ja, und haben auch gleich das nächste Level erreicht. Stufe 160. Sehr schön. Na, ich sehe aber gerade das Leben. Oh, kein Platz mehr im Rucksack. Leben geht jetzt schon ein bisschen runter, ne? Also, ist nicht mehr ganz so easy. Tatsächlich. Aber ich meine, wir sind ja auch auf einer Stufe 160. Das ist ja wirklich noch nicht... Das ist ja noch lachhaft, sag ich mal. Ne? Da ist ja fast noch gar nichts hier. 160 ist ja wirklich nichts gefühlt. So heutzutage. Das kriegt man ja ein paar Stunden hin. So. Ja. So, Stufe 161 erreicht. Mal schauen. Und umso höher wir natürlich im Level sind, umso besser natürlich halt auch die Werte von den Steinen. Das zählt natürlich auch mit. Deswegen, bevor wir den Move machen und in die Mine gehen, möchte ich noch ein paar Level möglichst aufleveln, bevor wir das machen. Und ich glaube, wir hatten auch die Steine. Oh, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich glaube, die Steine hatten wir mit Edelsteinmine Stufe 1 damals geskippt, ne? Bin ich mir jetzt aber wirklich nicht mehr sicher. Ich habe die jetzt, glaube ich, derweil auf Stufe 8 oder so gezogen. Also ein bisschen habe ich die hochgezogen, weil ich auch langsam in die Unterwelt möchte natürlich, ne? Das sollte jetzt als nächstes Ziel sein. Ja, Stufe 8 ist das Teil. Und ja, deswegen. Ja, also empfehlenswert wären noch Waffen auf jeden Fall für meine Begleiter. Zumindest die Waffen, die würden schon ein bisschen was ausmachen. Aber die erstmal jetzt zu bekommen, dann muss ich die wieder aus dem Shop ziehen, umwandeln und ja, ich weiß nicht, soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung, ob sich das irgendwie großartig lohnt. Wir können die mal kaufen. Dings hat ja schon eine hier. So, was haben wir hier? Ja, Glück. Muss auch das richtige Attribut hitten, so, ne? Das kommt dann auch noch mit dazu. So, kaufen wir erstmal random für jeden eine. Glück. Ist aber besser. Nehmen wir. Ja, scheiß drauf. Einfach ein paar random Waffen nehmen hier. So, zack. Was haben wir hier? Oh, schon wieder. Ja, jetzt brauchen wir aber noch eine Dingswaffe hier. Einen schönen Bogen noch. Jawohl. So, Stärke, Ausdauer. Ja, nicht ganz gehittet. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal Waffen. So. Mal schauen. Haben wir damit überhaupt irgendeine Chance, ansatzweise? Hier, jetzt? Ja, tatsächlich schon. Den wir vorher gar nicht hinbekommen haben, den haben wir jetzt besiegt. Also Waffen, alleine die Waffen, oh ja, ja, das schmeckt, oh, WTF, das schmeckt sehr gut. Alleine die Waffen machen einen, ja, beachtlichen Anteil des Damage aus. Ne? Ihr habt es gesehen, so vorher ging hier wirklich gar nichts. Jetzt, ja, gingen zumindest die ersten 3 Dungeons. Der 4. wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja, ich glaube, im Märchenturm brauchen wir noch nichts weiter ausprobieren hier, oder? Ja, da ist auch noch ein bisschen zäh. Da müssen die Begleiter erst ein bisschen mehr Stats pushen, auf jeden Fall. So, schauen wir mal in der Lichtwelt, wie es jetzt hier aussieht. Mal gucken, für uns selbst könnten wir ja mittlerweile auch eine neue Waffe wahrscheinlich gebrauchen, ne? Plus 34. Was haben wir überhaupt für Items hier? 199? Ja, warte mal. Das könnten wir ihn hier anziehen. So, zack. Ein Gürtel. Auch gut. Und was haben wir hier? Kundschafterhandschuhe. Ja. Ja, bisschen weniger von den Hauptattributen, aber generell glaube ich schon ein besseres Item auf jeden Fall. So, reicht natürlich noch nicht für die nächsten Dungeon-Gegner. Gehen wir mal in die Lichtwelt. So, schauen wir mal, ob die bärtige Lady liegt. Wir haben ja auch einiges jetzt wieder an Gold auf der Tasche.
Und wir haben auf jeden Fall haben wir ein paar Optionen, die wir jetzt machen können. Wir können skillen, wir können Edelsteine skippen. Genau. Das sind jetzt so die Sachen. Schattenwelt geht, glaube ich, nichts. Wirbelwind. Gut, gucken wir mal, was wir für Steine bekommen. So, ein paar Ressourcen haben wir ja noch. 40 Pilze kostet das Ganze. Aber Ressourcen auch sehr teuer und ich habe auch wirklich sehr wenig Ressourcen, muss ich mal dazu sagen. Hier war ich natürlich sehr faul gewesen. Ja. So, und wenn ihr mal, keine Ahnung, wenn ihr nicht weiterkommt und ihr wollt kein Gold dafür bezahlen und wollt auch nicht die 5 Minuten warten, dann skippt einfach die Gegner, indem ihr immer einen Soldaten hier verbratet an Leuten, die hier immer noch die Verteidigung ausbauen. Gott weiß warum, ja, keine Ahnung. Aber so kriegen wir zumindest jetzt ein paar Ressourcen rein. So, komm, gönnen wir mal ein paar ohne Verteidigung hier. Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, so. Da haben wir nochmal einen. Okay, gut, brauchen wir jetzt nicht weiter. Ja, dann schauen wir mal, wie es hier aussieht mit den Steinen. Was haben wir eigentlich für Steine jetzt? 211er. Oh Gott, Alter, was? WTF? Die scheppern ja schon ordentlich rein. Okay, dann kann die schon mal mein Markwart haben hier. Würde ich mal so sagen. Ja, bevor wir die hier verkaufen. Bringt ja auch relativ wenig. Geben wir die den Begleitern. Oh, jetzt brauchen wir aber wirklich ein bisschen Stärke hier. Das wäre schon übel nice. Einen mittleren Stärkestein haben. Oh ja, sehr schön. Können wir gleich in die Waffe machen. Das lohnt sich schon. Waffe zählt ja auch doppelt. Okay, schauen wir mal. Wir haben jetzt hier einen 231er. Ja, ich meine, wir haben hier einen Lecci-Stein, ne? Aber der ist ja auch mittlerweile schon, glaube ich, nicht mehr so gut. Wir werden erstmal den Stein los hier. Zack. Glück brauchen wir nun wirklich nicht hier. Dann fangen wir mal an auszutauschen, würde ich sagen, ne? Hier, zack. So. Kann alles weg. Bam. Der kann hier ersetzt werden. 231, ja. Ja, doch. Lohnt sich schon, den in die Waffe zu packen. Ich glaube, der Stein ist so inaktuell. Das lohnt sich, denke ich mal, mehr, als jetzt noch den Lecci-Stein auf Krampf noch irgendwie zu behalten. So, und hier kriegen wir noch ein paar Stärkesteine. Bisschen Ausdauer wäre auch noch cool. So, wir versuchen mal möglichst die Slots hier zu bewahren. Dann wissen wir schon, was wir eingesetzt haben. Alter, also die Steine geben jetzt nochmal einen extremen Boost, ne? So, hier waren wir bei den Handschuhen. Hier, zack, bam. Und jetzt fehlt uns nur noch hier ein Stärkestein und ein Ausdauerstein. Da haben wir schon mal den Stärkestein und Ausdauer noch. Okay, zweimal Stärke ist auch fein. Nehmen wir auch. Dann tauschen wir einmal hier noch den Ausdauerstein. Boom. Und hier 125. Zack, bam. Ja, und dann sieht das doch schon mal ganz nice aus. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen übelst krassen Stat-Push erreichen können hier in der Folge. So, das nochmal, zack, so. Und ja, jetzt sollte in der Lichtwelt eigentlich hier sollte kein Problem mehr darstellen, so vom Ding her. Haben wir irgendwelche Verzauberungen schon am Start? Ah, die Stiefel hier. So, gucken wir mal. Sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Ja, 165, sehr schön. Der nächste, Magier, eigentlich auch ein Free-Try. Brauchen wir nur mal eine gute Combo raushitten hier. Ne? Wir haben jetzt auch noch trotzdem immer noch sehr viel Gold, was wir auch festskillen können. Ich weiß nicht, das können wir eigentlich auch gleich mal machen. Wir gehen mal ein bisschen auf Ausdauer. Ja, davon haben wir noch ein bisschen zu wenig. Und jetzt haben wir ja so viele Stärkesteine auch. Deswegen kann man hier auch mal ein bisschen reingönnen. So, aber nicht allzu viel. Wir wollen noch ein bisschen Geld auf Tasche bewahren. Und ja, hier kommt der nächste Gegner. Wirklich sollte kein Problem sein hier. Eine Kombination links, rechts. Ja, und da sind wir auf Stufe 167. Sehr schön. Und der nächste Gegner fällt vielleicht auch gleich. Ja, mal schauen. Eventuell ist eine neue Waffe jetzt auch von Vorteil. Wir haben zwar ein Epic, aber jetzt sind wir halt auch in kürzester Zeit wieder so viele Level aufgestiegen hier, dass sich das wahrscheinlich schon lohnen könnte, wieder eine neue Waffe zu finden hier. So, und der nächste Gegner ist ein Stärkegegner und auch der liegt 171. Sehr schön, das geht voran. Ein Kundschafter, den, ja, mal schauen,
räumen wir den auch aus dem Weg. Ist auch wieder so ein bisschen Speedrun hier. Das ist jetzt so auch die, ja, sag ich mal, so die Phase, wo halt der Berserker in den Dungeons auch richtig Spaß macht. So auch die Dungeons davor, Schwarzschildfestung, Pyramide des Wahnsinns und so, hat er schon gut durchrasiert auf jeden Fall. Schauen wir in die Schattenwelt nochmal, wie es hier jetzt aussieht. Ja, da haben wir noch nicht so viel krassere Chancen. Wie gesagt, da müssen die Begleiter erst ein bisschen besser equipped sein. Märchenturm, wenn wir hier mal nochmal reinschauen. Ja, okay, das war unerwartet, aber ging ganz gut. Im Märchenturm kann man übrigens immer sehr schön sehr viele Gegenstände für seine Begleiter finden. Das ist quasi der Ort, den schaltet ihr frei. Damit schaltet ihr auch gleichzeitig die Begleiter frei. Und im Märchenturm selbst, ihr seht das schon hier, die Waffen. Oh, gleich für mich auch eine schöne Waffe dabei hier tatsächlich. Was haben wir hier? Das ist die Waffe. Intelligenzring. Also schaltet ihr gleich frei da schaltet ihr gleich eure Begleiter frei. Und auch gleichzeitig equipt ihr durch das Feature auch dieselben. So, 205. Ja, es war immer noch dieselbe Spanne so, die exakt selbe Spanne, also rechts raus zumindest. Aber ist natürlich trotzdem besser vom Schaden her. Steingewinnung. Nehmen wir die Steingewinnung? Ja, nehmen wir. So. Und dann gucken wir nochmal in die Lichtwelt. Mal schauen, ob wir jetzt hier ein bisschen besser vorankommen. Und eventuell kriegen wir es sogar hin, ja, weiß ich nicht, noch vielleicht sogar im Märchenturm ein bisschen besser voranzukommen, dass wir hier noch ein paar Epics noch mit sneaken können, so auf locker flockig. Ja, aber hier sieht es auch schon wieder ein bisschen schwieriger aus. Aber trotzdem haben wir jetzt in relativ kurzer Zeit ganz gute Level gepusht, würde ich sagen. Und auch das Glück gehabt, dass wir nicht irgendwie eine extra Waffe oder so suchen müssen, sondern gleich eine Epic-Waffe aus dem Turm bekommen haben. Das ist natürlich auch ganz nice. So, dann nehmen wir noch ein bisschen den Wirbelwind mit. Zack. Und schauen mal, wie weit wir hier noch kommen. Geht jetzt natürlich auch wieder ein bisschen mehr. Ganz klar. Haben uns jetzt ja auch wieder verbessert in der Zeit. Das ist wirklich so die, ja, sag ich mal, die Spielphase, wo es extrem schnell vorangeht. Und was ja dann halt auch zeigt, dass es möglich ist, wenn man am ersten Tag sich gut vorbereitet hat, so also nach dem Serverstart, am zweiten Tag halt wirklich extrem krass krank durchzupushen, so, weil das Game einen so viele Möglichkeiten gibt, ja, deinen Charakter hochzuleveln, so, ne? Dann equipst du dich wieder neu, dann equipst du deine Begleiter, dann holst du dir neue Steine, dann gehst du im Wirbelwind rein, wenn nichts mehr gehen sollte, ne? Da machst du ein paar Level. Wenn du Gold brauchst, dann gehst du in den Märchenturm rein, so, ne? Das sind alles so Faktoren, die ein perfektes Ineinanderspiel quasi ermöglichen und durch diese Vielfalt an unterschiedlichen Dungeons, so eine gibt dir gute Level, ne, der andere gibt dir Equipment und halt auch gutes Gold mit dem Märchenturm, ne. Im Wirbelwind, da kannst du immer mal wieder jemanden legen, der dir vielleicht nochmal die paar letzten Prozente gibt, so. Wenn alle Stricke reißen, kannst du dich neu equippen ja, zum Epic-Event, was ja auch am Wochenende ist, wenn Serverstart ist, ja, in den Shops halt, ne? Oder halt eben, ja, neue Steine und so. Das ist, ja, die Anzahl der Möglichkeiten ist da grenzenlos und wie gesagt, deswegen entsteht sowas halt eben, dass halt Leute am zweiten Tag oder so Stufe 220, 230 erreichen können, ne? Aber sollte ja auch mittlerweile, denke ich mal, kein wirkliches Geheimnis mehr sein, ne? So, ihr seht das, wir haben schon wieder gut Gold auf der Tasche. So, sind jetzt auch fast gleich von den Goldausgaben her bei den Skills. Wir können jetzt nochmal gucken, ob jetzt nochmal was liegt hier in der Lichtwelt. Das wäre natürlich echt cool, weil der würde uns natürlich wahrscheinlich nochmal so 2 Level bringen. Ja, 177, sehr schön. Und nochmal ein Magiergegner und der liegt auch und damit sind wir 180. Das ist natürlich sehr cool. Was sind die Bedingungen hier? Achso,
wir müssen den Gegner jetzt noch down kriegen, dann würden wir den nächsten Dungeon quasi damit anlocken. Ja, mal schauen, ob wir das Glück haben, ne? Ich würde mal sagen, wir skillen mal alles einfach hier rein, ne? So, keine falsche Bescheidenheit. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, können wir den jetzt... Der sollte eigentlich machbar sein vielleicht, ne, oder? Jetzt durch das kranke Update, was wir jetzt gemacht haben. Oh Gott, aber nicht so. Ah, weiß nicht. Es wird knapp auf jeden Fall. Ah, nee. Scheiße. Ah, Mann. Ja, okay. Muss ich einen Tag länger warten. Naja, was soll's, ne? Ich habe es auf jeden Fall probiert. Ich hätte gedacht, könnte reichen. Habe ich mich leider verschätzt, würde ich mal sagen, ne? Kann passieren. Ja. Aber so ist das halt. So. Oh, der war aber auch wieder knapp gewesen. Das wäre nice, wenn wir den hier noch irgendwie hinbekommen könnten. Oh, aber wirklich sehr knappe Kombination hier am Start. Jawohl, und da sind wir 182, sehr schön. Und haben damit auch den nächsten Dungeon freigeschaltet und sind 184, sehr schön. Nochmal ein Magiergegner, 186. Oh ja, das macht ja nochmal Spaß hier. Sehr cool, da geht noch ein bisschen was. Mal schauen, kommen wir hier noch vorbei. Ich glaube, der hier ist auch wieder ein Magier, wenn wir an den vorbeikommen. Wie sieht's aus, was haben wir bekommen? Handschuhe, sehr schön. So, auch hier können wir die Steine draus gewinnen. Das ist auch nice, zack. Das kann weg. So, und machen hier alles nochmal in Stärke rein. So, ja, ihr seht das, mittlerweile bräuchten wir auch wieder neues Equipment, also komplett, ne, aber wo jetzt die Sachen hernehmen, so einfach geht das ja jetzt nicht. Wir haben ja kein Epic-Event, deswegen ja, können wir da nicht einfach so uns Epics aus dem Shop ziehen. Achso, das ist ein Kundschafter, kein Magier. Magier wären nochmal richtig nice gewesen, weil die sind für den Berserker echt ein Free-Try, sag ich mal so, gefühlt. Aber auch jetzt haben wir schon gute Level in kurzer Zeit hingelegt. Gucken wir nochmal in die Schattenwelt. Mal schauen, wie es hier aussieht. Oder wir gehen nochmal in den Märchenturm. Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen was rausziehen. Naja, wie gesagt, meine Begleiter sind halt fast null equipped. Ne? Ich habe denen jetzt halt so auf sporadisch, ihr habt es gesehen, eine Waffe gegeben. Ne? In der Hoffnung, dass da ein bisschen was zustande kommt. Kam auch, ja. Aber sehr viel weiter kommen wir hier jetzt leider auch nicht. Ding wäre halt gewesen, wenn wir in der Schattenwelt jetzt noch weiterkommen würden. Okay, kommen wir. Achso, nee, warte mal. Den müssen wir jetzt noch bezwingen. Dann würden wir den nächsten Dungeon freischalten. Haben nochmal ein Item hier für die Kunigunde. Sehr schön. Auch nochmal ein bisschen mehr Stats. Und haben den tatsächlich auch besiegen können hier. Nice. Und die Banshee, Magier, liegt da auch. Sehr schön. So, und der war fast Free-Try gefühlt jetzt auf einmal. Okay, nice. Nochmal ein Magier. Liegt auch. Okay, auf einmal liegen sie alle. Ja, keine Ahnung. Also, hä? Auf einmal fast alle Free-Try hier gefühlt. So, hier nochmal der Fleischgolem. Haben wir nochmal ein gutes Item bekommen hier vielleicht? Oh. Ein paar gute Sachen hier am Start. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir mal chillen. Stärke, Edelsteinsockel, anziehen. So, hier haben wir Handschuhe für die Kunigunde. Ja, auch nochmal besser. So, das werden wir mal los hier. Dann haben wir einen Ring für Marquardt. Auch nochmal ein bisschen besser. Weg damit. So, und hier haben wir was für mich selbst. Ja, alle Attributs-Item. Nehmen wir einfach mal so, zack. Wir können mal schauen. Wir skippen mal ein paar Steine, weil wir können jetzt sowieso, sehr schön, ja, genau den habe ich gesucht, den Schlüssel finden hier für den nächsten Dungeon. Und hier haben wir 242. Ja, sind auch schon besser. Könnte ich jetzt da reinsetzen. Mache ich jetzt aber nicht. So, ich will hier nur kurz die Steine oder einen Stein rausziehen. Dann mache ich nochmal den hier. Setze den da rein. So. Jetzt haben wir noch einen Stärkestein mehr. Was haben wir hier noch? Das könnten wir Bertram geben. So. Und einen Geschickstein für die Kunigunde. Zack. Ja, und mal gucken. Jetzt schauen wir nochmal in die Schattenwelt rein, wie es jetzt aussieht.
Sieht sehr gut aus. 10 von 10. Letzter Gegner. Und der nächste Dungeon ist ja, wie gesagt, auch freigeschaltet. Und wie gesagt, das ist alles ohne Epic-Event, ne? Wenn jetzt noch Epic-Event zusätzlich wäre, dann könnte man da sagen, ich equippe mich nochmal zwischenzeitlich. Nochmal neu. Jetzt habe ich den gespeichert. Aber geht ja nicht, ne? Können wir ja nicht einfach so machen. Ja, aber ihr seht, braucht man gar nicht. Denn man kommt auch so gut voran. Jetzt haben wir wieder neue Epics hier, weil man bekommt die ja auch überall hinterher geschmissen hier so, ne? Förmlich. So, und es ist auch gar kein Problem, sich und seine Begleiter hier neu auszurüsten. Ihr seht das ja, das geht hier von ganz alleine, da braucht man gar kein Epic-Event für gefühlt. So, ein Gürtel, ein besserer, Steingewinnung raus, zack, bam. Okay, haben wir das auch wieder. Und dann können wir, ja, nochmal in die Schattenwelt. Mal schauen, ob wir hier auch nochmal weiterkommen. Hier den 5. Gegner besiegen, dann könnten wir auch wieder den nächsten Dungeon auch in der Schattenwelt freischalten. Und so geht das halt, ja, die ganze Zeit weiter, ne? Das ist halt die Phase, die macht unglaublich viel Spaß. So, gucken wir nochmal den 10 von 10. Und mittlerweile geht natürlich auch wieder was im Wirbelwind. Und im Märchenturm können wir jetzt auch wieder wahrscheinlich ein paar, ja, sehr schön ein paar Gegner hier besiegen. Ganz easy peasy. So, nächster auch down hier. Sind wir bei 6, bei Etage 6 hier. Die Zahnfee, Magier sollte auch theoretisch kein Problem sein. Sollte ich eigentlich fast selbst carryen können nachher zum Schluss. Schauen wir nochmal, was haben wir hier? Oh, ein Bogen für die Kunigunde. Ja, das scheppert natürlich nochmal ganz anders hier rein. Also Waffen ist natürlich nochmal eine andere Ansage hier. So, und Handschuhe für den Marquardt. Haben wir die fast alle hier komplett equipped. So, nochmal mit frischer Waffe von der Kunigunde. Ändert das nochmal irgendwas hier irgendwo? Das ist die Frage. Und, ja, was auch die Frage ist, Lichtwelt, ne? Da hatten wir ja jetzt auch eine Zeit lang wieder nicht reingeschaut. Mal gucken, ob wir da nochmal ein bisschen weiterkommen. Okay, knappe Tries. Geht aber klar, denke ich. Sollte liegen. Gucken wir nochmal in den Märchenturm. Schauen wir nochmal hier rein. Der sollte jetzt eigentlich gar kein Problem mehr darstellen. Ja, sehr schön. Nochmal ein Kundschafterbogen. Eine Magierwaffe hätte ich jetzt mehr gefühlt, muss ich sagen. Das wäre ganz cool gewesen. Aber auch hier kein Problem. Die Etagen, die liegen noch so. So, jetzt die 10. Etage. Kommen wir hier noch vorbei? Ja, sehr schön, easy. Nochmal ein Magiergegner. Sollte auch klappen. Ja, sehr schön. Und Inventar wieder voll. Digga, das ist unglaublich. Okay, das machen wir mal weg. Schlechtere Spanne wollen wir nicht unbedingt haben. So, alle Attribute können wir hier. Geschick können wir da so machen. So. Jetzt haben wir noch irgendwo einen freien Slot. Ja, weg damit. Was haben wir hier? Intelligenz. Für Marquardt ist besser. So, Edelsteinsockel. Na komm. Und die Steingewinnung. Sehr schön. Zack. Achso, und alle Attribut-Item. Wen geben wir das? Geben wir mal der Kunigunde. Die kann am meisten carryen. Ja, schauen wir nochmal hier. Wie es jetzt hier aussieht, ne? Wir gehen nochmal in Stärke rein. Buttern nochmal alles in Schaden. Und schauen mal, ob wir jetzt hier nochmal eine Etage weiterkommen, vielleicht in der Lichtwelt. Würde am meisten scheppern von der Erfahrung her. Aber der Quälgeist sieht schon ein bisschen schwieriger aus, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm. Achso, da oben habe ich noch einen Dungeon frei. Wie sieht es denn hier aus? Mal so nebenbei. Also so ganz kurz mal gefragt. Ja, okay. Der ist down. Hier in Osteros geht hier noch was. Hat er uns... Ja, wir waren 190, ne? Der hat uns auch nochmal 2 Level beschert hier tatsächlich. Auf ganz easy. Und hier auch nochmal 2 Level. Und ein, ja, Magier. Eigentlich Free Try, aber der ist gar nicht mal so Free Try hier. Der hat schon einiges an Leben. Da kann ich auch als Berserker irgendwann sagen, nee, hier geht's wohl nicht mehr weiter. Wie sieht's denn aus? Plus 56. Oh, warte mal, was ist das denn hier?
Neue Waffe haben wir bekommen, aber die ist nicht gut, die ist gar nicht gut. Aber das Teil, das könnten wir nehmen hier. Steingewinnung, zack. Oh, eine richtig geile neue Epic-Waffe wäre schon echt cool, ne? Aber diese zu bekommen, Stärke. Spanne, nice. Wir probieren mal. Oh, zu wenig Gold. Ich gebe die, glaube ich, meinem Begleiter hier. So, da können wir, glaube ich, nichts falsch machen mit. So. Und ja, wir haben kein Gold. Was machen wir da? Gehen wir in den Wirbelwind. Und holen uns da mal ganz kurz ein bisschen Gold ab, damit wir uns die Waffe leisten können. Könnte sein, dass die Waffe reincarried vom Ding her. Stufe 195. Schaffen wir noch die 200 heute? Das wäre natürlich nice, ne? Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Bin mal selbst mal gespannt hier. Dazu müssten wir noch ein paar Big Dungeons noch legen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Dann haben wir echt viel gemeistert hier heute in der Folge. Begleiter fast komplett ausgerüstet und ja, gute Dungeons gepusht. In relativ kurzer Zeit, würde ich mal sagen. Was ist das hier? Ne, ist keine Waffe für mich. Die Spanne ist insane hiervon. So, zack. Aber ich würde ganz... Oh nein, jetzt habe ich die verkauft, ohne in den Kessel zu schmeißen. Ich würde ganz gerne da nochmal... Oh, da haben wir nochmal einen neuen Schlüssel. Warte mal, muss ich mal ganz kurz abchecken. Kommen wir hier noch ein paar Etagen weiter? Ne, kommen wir nicht. Ich würde ganz gerne einen extra Stein hier, weil ich würde meine Waffe da ungern tauschen für 214. Und was haben wir hier? 231. Kriegen wir nochmal einen großen. Alter, wie viele Schlüssel wir jetzt freischalten. Noch ein Schlüssel. Okay, da kommen wir aber, glaube ich, auch nicht wirklich weiter. So, Geschick. Glück, auch nicht so gut. Okay. Dann gehen wir mal kurz auf Kunigunde. Kriegt die nochmal das hier, zack. Den Ausdauerstein würde ich tatsächlich selbst noch nehmen wollen. Tausche ich gegen meinen schwächsten Ausdauerstein. So. Oha, nochmal ein großer. Geben wir mal Marquardt. So. Ja. Jetzt wird es langsam kriminell. Ein großer Stärkestein ist viel verlangt. Ja. Ja. Das Glück hat uns jetzt, glaube ich, ein bisschen verlassen. So, warte mal. Machen wir mal so hier. Zack. Jo, einsetzen. Huch, nee. Ach, fuck, jetzt habe ich hier mit Ressourcen das gemacht. Das wollte ich nicht. Scheiße. Versuchen wir mal trotzdem. Ich will die Waffe eigentlich noch behalten. Ich weiß bloß nicht, ob sie halt wirklich so viel besser ist jetzt. So, schauen wir mal, ob die Tries jetzt ein bisschen besser aussehen. Oh ja. Oh shit, das hat nochmal was gebracht hier mit der neuen Waffe. Neue Waffe strong. Spanne auch echt wichtig. Und deswegen, auch wenn jetzt der Stein ein bisschen schlechter war da drinne, aber ihr seht, wie krass das jetzt halt eben mit der neuen Waffe nach vorne geht. Hier auch nochmal besseres Item. Steingewinnung. Und ich glaube, dann können wir hier auch den Stein auch rausgewinnen. Die Waffe brauchen wir nicht. Machen wir so. Das lohnt sich mehr. Und das, wenn wir den jetzt noch besiegen, haben wir Stufe 200 erreicht. Stufe 201 sogar. Sehr nice. Haben wir hier auch den nächsten Dungeon freigeschaltet. Aber ich glaube, bei jedem Dungeon, den wir jetzt hier freigeschaltet haben, kommen wir jetzt nicht mehr großartig weiter. Aber definitiv haben wir hier einen extrem guten Push hingelegt, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt auf Stufe 200 oder weiterkommen, muss ich tatsächlich gestehen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte halt einfach so weit pushen, wie es geht. Und ja, ich würde sagen, dafür sind wir doch relativ weit gekommen, tatsächlich. Also wirklich viel weiter, als ich gedacht hätte. Ja. Wollte ich hier ganz kurz einen Push hinlegen hier und dann sind wir kurz auf Stufe 204 gepusht hier in, ja. Oh, jetzt schon über eine halbe Stunde. Okay, gut, ja, war doch vielleicht ein bisschen länger als erwartet. Aber ich meine mal gut, für eine halbe Stunde waren das trotzdem, denke ich mal, relativ viele Level. Gucken wir nochmal in der Schattenwelt. Hier sollte das jetzt, denke ich mal, auch kein Problem mehr darstellen, die restlichen Dungeons hier. Ja, was haben wir hier noch für die Kunigunde? Nö.
kann weg. So, und jetzt kommen wir ja an dem hier doch eigentlich auch wieder weiter, oder? Der sollte doch jetzt eigentlich auch fallen. Und der nächste eventuell auch. Und dann hätte man ja wieder einen neuen Dungeon, ne? Ja, den man freischalten kann. Sehr schön. Ja, jetzt können wir den hier nämlich freischalten. Ihr seht das schon, der grüne Haken ist gesetzt. Das heißt, wir können den Schlüssel in der Edelsteinmine finden und damit uns auch ein bisschen nach oben befördern. Und wir sind Stufe 205 und haben natürlich jetzt wieder mal ein volles Inventar. So, machen wir hier nochmal einen Edelsteinsockel rein, Steingewinnung, bam, boom, zack. Ja gut, das kann jetzt weg. Alle Attribute, hat sie das auch nochmal hier. So, und ein Stein der Weisen. Oh, sehr schön, passendes Item hier am Start. Zack. So, und wenn wir jetzt nochmal eine Steingewinnung machen, hier können wir theoretisch den nächsten Key finden für die Lichtwelt. Nee, ich wollte den eigentlich für die Schattenwelt. Wir haben auch langsam keine Materialien mehr, das nervt ein bisschen. Ja, so, dritter Try. Ein bisschen unlucky. Vierter. Fünfter. Oh, oh, jetzt wird's knapp. Und Rucksack voll. Edelsteinsockel, dann kriegst du nochmal hier den Stein. So, der kann weg. Haben wir hier noch ein paar Slots offen. Hier kommt nochmal der rein. So, und nochmal Geschick. Sind wir hier auch nochmal besser aufgestellt. So, und jetzt nochmal. Da haben wir den Schlüssel für die Schattenwelt. Sehr schön. Hier nochmal reinschauen. Ja, und so geht es halt die ganze Zeit weiter, ne? Können wir nochmal in den Wirbelwind rein. Dann wird es wahrscheinlich auch wieder Zeit nachher für eine neue Waffe. Märchenturm kann man wieder reinschauen. Kann man sich da neue Sachen holen. Ne? Da finden wir wahrscheinlich nochmal die restlichen Items für unsere Begleiter. Da, wo ein paar Slots noch offen sind. Ja, die werden wir da wahrscheinlich dann easy finden. Ne? Gucken wir nochmal abschließend nochmal hier in den Wirbelwind rein. Ja, aber mittlerweile sieht es hier gar nicht mehr so easy aus. Vielleicht ist das auch gerade ein kleiner Blocker. Aber ja, ich denke mal, wenn der liegt, vielleicht liegen danach nochmal ein paar Etagen. Aber ich denke mal, mit Stufe 205 sind wir schon echt gut weit gekommen. Stimmt, ganz vergessen, ich habe ja auch noch die Kollegen hier tatsächlich auf Tasche. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch gleich die nochmal hier tryen. Die geben ja auch nochmal ein bisschen XP. Da bitte nicht weiter drauf achten, auf die Pets. Die sind hier wirklich sehr sporadisch gefüttert, ne? Weil ich den Server sowieso nicht sehr lange spielen werde oder nicht die Absicht hege, hier langfristig drauf zu spielen, habe ich hier einfach gerade das Pet genommen, was sich gerade so ein bisschen angeboten hat. Aber ja, hauptsächlich benutze ich jetzt eigentlich die Habitate nochmal, um ein bisschen XP zu leveln. Haben jetzt nochmal ein Level gemacht dadurch. Wir sind auf Stufe 206 gekommen. Huch, jetzt sind wir hier rausgetappt. So. Ich glaube, in so kurzer Zeit habe ich noch nie, also ich bin noch nie so schnell in so kurzer Zeit nach oben gekommen, was die Level angeht, so Level-Push-mäßig. War ich, glaube ich, echt noch nie so krass schnell unterwegs. Was war das? Ah, ich dachte, eine Waffe. Boah, Alter. Die Schuhe, Junge. Also da sieht man ja wirklich, da ist noch einiges zu holen. Definitiv. So, 50 Stats kann man auch nochmal mitnehmen. Steingewinnung. Boom. Alter, Märchenturm, ne? Junge, Junge. Ja, guck mal, die sind ja Free-Try hier. Alter. Wie sieht's hier aus? Digga, komplett erschlagen einfach hier. Alter. Aber so richtig... Holy shit. Ja, Junge. Ich weiß gar nicht, was ich hier... Achso, das kann eigentlich weg. Können wir so machen hier. Zack. Das hatten wir auch schon. Oh, ist aber besser. Ja, aber ganz ehrlich, weiß ich nicht. Müssen wir jetzt auch nicht hier wegen jeden paar Statpunkten hier auch alles wechseln, oder? Mal für 19 Grad gesagt. So, da haben wir nochmal das fehlende Item für den Marquardt. Alter, ein halber Livestream hier auf einmal.
Ja, nicht gedacht, dass das jetzt hier so eskaliert hier alles, die ganze Situation. Komplette Over-Escalation hier. Boah, normal eine Waffe. Alter, 211. Ja, moin, Alter. Ich lasse ja komplett los hier, ey. Holy shit. Holy shit. Auch nochmal besser hier. Zack, Steingewinnung rein da. Digga. Ist das Kundschafter? Nehmen wir auch nochmal mit hier. So, Steingewinnung. Also damit habe ich nicht gerechnet. Dass es hier nochmal so eskaliert hier. Hätte ich nicht gedacht. Warte mal, was ist hier besser? 34. Da nehmen wir gleich das hier. Für uns selbst. So, zack. Ey. Auf Abbrechen gedrückt hier. Okay. Das nochmal für ihn. Unglaublich. Unglaublich, was hier abgeht. Krank. Einfach nur krank. Das ist, glaube ich, der heftigste Push, den ich hier jemals gemacht habe in so kurzer Zeit. Und es hört auch nicht auf, ne? Es hört nicht auf. Es geht immer weiter. Wir gehen hier auch nochmal komplett full auf Stärke. Scheißegal. Wir nehmen alles mit. Mittlerweile lohnt es sich wahrscheinlich jetzt nochmal neue Steine zu skippen. Denke ich mal. Also das kann man jetzt vielleicht mittlerweile auch schon wieder machen. Und ich glaube, jetzt mit ein paar guten Tries liegt jetzt auch der Führerhaufen hier, ne? Und der würde uns auch nochmal ein paar Level nach oben befördern. Ja, Stufe 208, sehr schön. Und der nächste Gegner, ja, auch nochmal ein Krieger, okay. Teufelsadvokat. Easy, Stufe 211. Und der Belzeboss, der Endboss hier aus der Hölle. Digga, was haben wir in der Folge alles gemacht? Holy shit, das ist ja komplett krank. Der Chat... Das habe ich auch noch nicht, also das habe ich auch noch nicht erlebt hier. Das ist ja komplett krank, was wir hier gepusht haben jetzt. Holy shit. Holy shit. Heftig, Alter. Kriegen wir den nochmal down? Wäre auch nochmal, glaube ich, so 1,5, 2 Level, ne? Kurz davor. Wie sieht's jetzt bei ihm hier eigentlich aus? Bei ihm check? Boah, immer noch schwer. Also da fällt der Belze-Boss fällt hier leichter. Und da ist er auch down. Stufe 213. Boah. Junge, Junge, Junge. Und den nächsten Dungeon freigeschaltet. Kommen wir hier jetzt auch noch First Try weitermäßig so? Wie sieht es eigentlich aus jetzt mit einer neuen Waffe? Auch mal so langsam. Plus 36 jetzt auch schon wieder. Da kann man überlegen. Eine neue Waffe. Stärke. Ja, ist besser. Aber ich glaube, wir haben mit der Spanne, haben wir hier richtig krank reingelackt hier. Boah, obwohl, da geht ja noch mehr. 600 rechts raus geht hier schon. Hier, da haben wir 652. Hier noch besser. Heidi Witzka, das ist das heftigste Video. Hier, das nochmal, zack, mit dem weg hier. So, dann kommen wir jetzt mit der Waffe alleine auch nochmal voran hier in der Lichtwelt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, ich glaube, jetzt ist so langsam auch wirklich Schluss hier, ne? Jetzt können wir so langsam hier, denke ich mal, wirklich einpacken. Es sei denn, es geht noch was in der Schattenwelt. Ja, wer weiß, Video schon eine Dreiviertelstunde lang. Wer guckt sich das an? Schreibt mal bitte in die Kommentare, das will ich mal echt wissen. Schreibt mal in die Kommentare, wer bis hierhin jetzt gerade geschaut hat. Eine Dreiviertelstunde. Ihr seid die absoluten Ehrenzuschauer. Ja, wer sich hier Dreiviertelstunde lang das Dungeon-Geballer von mir reinzieht hier. Holy shit. Vielen lieben Dank für, die Aufmerksamkeitsspanne, ja, kann man ja so sagen. Der nächste, während ich hier rede, ist der nächste Dungeon down. Was passiert hier? Was passiert hier? So, Steingewinnung. Kunigunde auch schon wieder besser geworden. So, was haben wir hier? Wer kann das am meisten gebrauchen? Ich denke mal mein Bertram. Steingewinnung. Also, ja, da auch nochmal an der Stelle, Sergio, da hast du jetzt erstmal auch ein bisschen wieder was aufzuholen, würde ich sagen, ne? Jetzt habe ich erstmal wieder, ich würde mal sagen, ich habe mal dezent einen vorgelegt, jetzt kannst du dezent nachlegen. Ja, ich bin gespannt, was du draus machst. Und auch, ne, ohne Epic-Event. Ne, das muss man ja auch noch dazu sagen. Wäre noch Epic-Event, dann könnte ich mir ja wieder neue Items holen. Ihr habt ja gesehen, meine Schuhe, die ich neu bekommen hatte, die haben ja plus 100 Stats oder sowas irgendwie, ja,
gut gemacht. Also da lohnt sich das auch definitiv in die Sachen zu investieren, wenn man halt Epic Event hätte, ne? Aber ja, ihr seht es ja auch, man braucht theoretisch gar kein Epic Event, weil man halt hier durch die ganzen Etagen in der Schattenwelt und im Märchenturm seine Begleiter komplett ausrüsten kann. Ne? Ich habe halt nur für mich jetzt nicht wirklich so sehr viele neue Items gefunden, ne? Immer mal wieder, aber jetzt nicht so dermaßen krass. Hier, ihr seht das, ne? Also jetzt mittlerweile schon zweistellig. Ja, im hohen 200er Bereich hier die Items besser. Ne? Aber für mich leider nichts mit dabei. Das ist so, ne? Ansonsten wäre hier, glaube ich, noch viel, viel mehr möglich. Ne? Leider immer nur für die Begleiter hier. So, was haben wir hier? Intelligenz. Ja, für die 11 mache ich jetzt meinen Finger nicht mehr krumm. Abgehoben mittlerweile sind wir schon. Hierfür auch nicht. So. Zack. Ah, ja, ein Item für mich wäre nochmal krass. Derweil sind wir Stufe 215. Ja, so geht's. Mittlerweile bald nachher Stunde Video hier. Alter, ich fass es ja nicht. Junge, 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 Junge. Ja, und natürlich neuer Dungeon Key. Ne? Ganz klare Sache. So, mal schauen. Geht's jetzt hier weiter oder sind wir jetzt so langsam hier entlassen? Ja, ich glaube, so langsam sind wir entlassen. Wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal Epic Event hätte, dann kann man sich nochmal das ein oder andere Epic holen. Ihr habt gesehen, die Items sind jetzt im 270er Bereich hier. Ne? Und da können wir natürlich hier aufstocken. Wir haben hier ein paar Items dabei, ja, vor allen Dingen das hier, das muss ausgetauscht werden. Die sind jenseits von Gut und Böse. So, Steingewinnung, Stärke. Handschuhe auch mittlerweile besser. Ja, obwohl das alle Attribute sind. Die wollen wir eigentlich nicht haben. Wir wollen ja eigentlich immer die Dreier-Attribute-Items haben. Ja, ich weiß nicht, man könnte jetzt auch nochmal hier reingucken, in den Märchenturm. Da kann man nochmal so hoffen, ne, dass man vielleicht für sich selbst ein paar Items rausbekommt auch. Ne, kann man von ausgehen. Mit genug ja, Geduld würde das definitiv klappen. Ihr seht das, da kommen viele Items bei raus. Bringt jetzt natürlich leveltechnisch jetzt erstmal nicht viel, aber bringt einen natürlich trotzdem weiter, weil man natürlich die richtigen Items hier auch bekommen kann, um halt eben Magier, um halt eben noch weiter zu pushen. So, was sagen die Handschuhe? Plus 72 nehmen wir auch wenn die Rüstung ein bisschen schlechter ist. So, Steingewinnung. Ich bin gerade auch, glaube ich, irgendwie bin gerade wie im Rausch so ein bisschen. Habe ich das Gefühl. Man kann nicht aufhören, man muss immer weiter pushen. Es geht immer weiter voran. Absolut krank. Ja. Absolut krank. Da hätte man auch, also ich habe es nicht gewusst, jetzt bin ich drinne, so, ne? Jetzt bin ich hier drinne im Geschehen. Hätte ich gewusst, dass das so easy geht, dass wir so schnell, so krass vorankommen und das auch ohne Epic Event, dann hätte ich da ja auch easy hier einen Livestream draus machen können. Aber ich habe nicht gewusst, dass das wirklich so easy flutscht, sag ich mal, dass man sich hier von Etage zu Etage durchtaumelt und einfach so die ganzen Gegner hier wegklöppeln kann. Aber ihr seht, ja, das ist das, warum ich eigentlich den Bersi noch ein bisschen spielen wollte. Ne? Genau für solche Sachen, weil ich mir das schon fast gedacht habe, dass das halt richtig Spaß macht, wenn man ja eine gewisse Stufe erreicht hat mit dem Berserker. Ne? Dann ist halt Ende im Gelände so. Ne? So, und man sieht es ja, das ist hier ein ewiges Spiel, was man immer weiter treiben kann. So, das nehmen wir auch mal, Steingewinnung. Zack. Auch die kompletten Begleiter, alle komplett equipped hier, ist unglaublich. So, haben wir hier noch, ja, nehmen wir das gleich hier rein. Auch nochmal ein bisschen besser. Boah, das ist echt übel, ey. Das ist echt übel. Krass. Aber ich glaube, mit dem Leveln ist jetzt erstmal soweit Feierabend hier. Spanntechnisch
sind wir hier auch gut aufgestellt. Also eigentlich, wir können noch mal ein paar Tries in der Lichtwelt probieren, aber ich glaube jetzt so langsam ist hier wirklich Feierabend. Wenn wir jetzt halt nicht noch die neuen... Okay, alles klar, Feierabend, so viel dazu. Der nächste ist ein ja, Stufe 220. Okay, gut. Alles klar, so viel dazu. Ja, war es das nochmal zum Ende der Folge gewesen. Also die waren jetzt nochmal relativ easy. Aber jetzt sollte, denke ich mal, Schluss sein. Klar, man kann hier und da natürlich jetzt immer noch mehr rausholen, so, ne? Aber ich denke mal, so langsam, ich sag mal so nach 50 Minuten ist nachher auch Feierabend hier, ne? Da kann man schon mal guten Gewissens aufhören. Wir haben gut was geschafft hier, würde ich mal behaupten, in der Folge. Wie gesagt, wenn man jetzt noch weitermachen würde, kann man jetzt noch hier ein bisschen reingehen, so, ne? Kann man noch ein paar Items rausgrabben. Ja, aber auch hier wird es schon ein wenig schwieriger. Ja, da haben wir nochmal einen. Okay, wenn wir mal, also was mir jetzt noch fehlt, wäre halt so eine richtig schöne 3-Stat Epic Waffe für meinen Krieger, für meinen Berserker, also für meinen Hauptchar hier, ne? Das könnte nochmal ein bisschen was ausmachen in den Main Dungeons, also in der Lichtwelt so. Das könnte nochmal vielleicht 1-2 Etagen könnte es nochmal mich voranbringen. Dann ein guter Anhänger wäre nochmal gut, weil da kann ich, ja, wir sind jetzt bei 246 so, hier ist noch eins mit, wir können uns fast 100 Stat-Punkte steigern vom Ding her, also von daher, das würde auch vielleicht auch nochmal ein bisschen was ausmachen. Und ja, wie gesagt, so geht es halt immer weiter, ne? Hier auch nochmal schönes Upgrade für den Marquardt und wir gehen weiterhin voll auf Damage. So muss das sein. Alles für die Combo auf jeden Fall, ne? Wenn wir den noch legen könnten, jetzt wird es echt schwer. Ja, jetzt wird es echt schwer. Die da oben können wir gar nicht, brauchen wir glaube ich gar nicht probieren. Den hier auch nicht weiter. Ja, ich denke mal so langsam sollten wir aufhören. Jetzt habe ich mich so in den Rausch gespielt, jetzt muss ich hier irgendwie weiterkommen. Aber ja, so langsam ist vielleicht dann doch erstmal Feierabend. Windelementar? Nee. Nee. Ja, wie gesagt, mit genug Tries fällt er bestimmt. So, nochmal Wirbelwind rein. Ja, okay, lassen wir sein. Lassen wir gut sein. Ich denke mal, für den heutigen Tag. Oh, okay, nochmal ganz kurz hier nochmal. Ja, nochmal aufs nächste nochmal aufs nächste Level, nochmal ein Level hochgesneakt hier. Nochmal auf ganz undercover nebenbei. Ja. Aber wie gesagt, Digga, ich verlange hier auch gar nichts mehr. Ich verlange hier überhaupt nichts mehr. Bruder, das ist komplett krank. Das ist komplett krank gewesen hier. Stufe 222 wäre noch schön so für den Abschluss, ne? Ist ein schönes Level für den Abschluss, aber Digga, das ist hier heute wirklich die komplette Eskalationsstufe hier, aber nicht zu knapp. Aber nicht zu knapp. Ich weiß nicht, welcher von den beiden Gegnern hier leichter ist hier. Er hier oder er hier? Ich glaube, der Windelementar, ne? Der würde, glaube ich, eher fallen, würde ich sagen. Boah, Digga, ja gut, der muss jetzt, der hat mich jetzt nochmal so gebaitet, der muss jetzt aber nochmal fallen hier. Zum Schluss. Zum Schluss muss der nochmal fallen. Ich überlege, ob ich nebenbei nochmal in den Märchenturm reinschauen soll. Falls wir hier nochmal ein gutes Item bekommen hier irgendwie, dann fällt das ja alles immer ein bisschen leichter. Aber nee, wir machen jetzt nochmal den Windelementar zum Schluss. Gucken, wer danach vielleicht noch kommt, weil der hat mich jetzt nochmal so reingebaitet zum Schluss, das können wir so nicht stehen lassen hier. Nach dem, was wir jetzt hier verbraten haben, muss der jetzt nochmal zum Schluss fallen und dann ist vorbei, dann ist finito, dann ist hier die Show over heute hier, ne? Ja, bezüglich der neuen Waffe. Hatten wir hier schon irgendwas geguckt? Ja, ich glaube, wir hatten irgendwas hier schon rausgesucht, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Komplett durch den Wind schon komplett fertig. Alter, was eine Folge, Junge. Damit habe ich auch wirklich nicht gerechnet.
Bin gespannt, was die Gilde dazu sagt. Ne? Also, hier tagelang hört man hier gar nichts von mir. Und auf einmal hier komplette Eskalation, komplett ausgerastet. Krass, 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 krass. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir ihn auch in Ruhe lassen. Vielleicht lassen wir das sein. Ich weiß auch nicht, wie wie jetzt so die Pläne als nächstes sind hier mit dem Berserker, weil eigentlich haben wir jetzt eigentlich habe ich das gemacht, was ich nochmal machen wollte auf dem Bersi, und zwar eine richtig schöne Dungeon-Push-Folge. Ja, das wollte ich hier nochmal auf dem Bersi wirklich machen, weil, wie gesagt, ich bin mir dessen Potenzial bewusst, was der Bersi anrichten kann, so, ne? Und dass das auch echt gut nach vorne gehen kann. Das habe ich mir schon fast gedacht, aber dass es so krass ist, das ja, wusste ich nicht. Das haben wir jetzt nochmal gesehen hier. Und deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, wie hier die weitere Reise auf dem Bersi jetzt hier sein wird. Ne? Ich denke mal, ich werde ihn jetzt erstmal ein bisschen ruhen lassen. Vielleicht werde ich nochmal meine Alu spielen und werde nochmal meine ganzen Skillpunkte nochmal in die Gildenausbauten stecken, damit die dann auch nochmal ein bisschen was davon haben. Und ja, ich denke, ansonsten wird der in nächster Zeit hier, denke ich mal, erstmal ruhen. Ne? Oh, da haben wir ihn noch besiegt zum Schluss. Krass. Aber wir sind jetzt kein Level-Up. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, wir sind jetzt so kurz vom Level-Up hier nochmal. Was haben wir hier? Kann das nochmal? Ja, kann es nochmal. Wir haben noch nicht mal. Was heißt noch nicht mal? Wir haben ja schon übelst viel, ne? Aber wir haben noch keine Full Equipment. Was ist das jetzt schon wieder? Für den Bertram, ne? Okay. Das sieht auch nicht viel besser aus, ob wir den jetzt freigeschaltet haben oder nicht. Ich will jetzt aber nochmal das Level-Up haben hier. Das wäre nochmal ganz cool. Damit wir nochmal hier die 222 zu stehen haben. Egal wodurch jetzt. So. Dann können wir das nochmal verskillen. Dann muss es jetzt halt eben nochmal eine... Mal gucken, hier kamen wir nicht weiter, ne? Der ist, glaube ich, auch nicht so wirklich machbar. Dann muss es nochmal ein Wirbelwind sein. Der Wirbelwind muss es jetzt nochmal zum Abschluss sein hier. Der Monsterhase. Aber hier sind die Etagen jetzt mittlerweile auch schon so heftig. Klar, wir könnten jetzt Alu machen, aber das wäre auch irgendwie ein bisschen low. Obwohl, das war... Jetzt können wir wirklich Alu machen. Vorher war es in sehr großer Reichweite, aber jetzt könnten wir tatsächlich schnell nochmal sagen, okay, jetzt haben wir hier alles durchgeentert, jetzt entern wir hier die Alu auch nochmal durch. Ganz auf ganz ehrenloser Basis nochmal zum Schluss. Und da haben wir es, Stufe 222. Sehr schön. Und die Dauerschleife der Idole. Nächster Dungeon freigeschaltet, ja. Okay, Leute, Schluss, aus. Das war's. Das war's mit der Folge. Wir machen jetzt hier einen Stopp, ne? Es geht definitiv noch weiter. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wir holen einen Stein raus hier aus der Mine. Wir sind auf 249. Ja, wir haben ja auch ein paar Steine dabei. Hier die beiden könnte man nochmal ergänzen. Hier könnte man nochmal, ja, circa 80 Stärke nochmal generieren. Hier kann man nochmal einen neuen Stein rein. Hier auch nochmal so um die 80, ja, also 160 Stärke nochmal mehr. Damit würde der nächste Dungeon fallen, wenn man nochmal ein paar Steine skippen würde. Wie gesagt, hier das Equipment austauschen, ne? Man könnte in Märchenturm ein bisschen tryen, ein paar neue Items, aber ja, wie gesagt, es ist ein Endlosspiel. Ich bin zufrieden. Wir haben in einer Stunde, mit was haben wir angefangen? 150 oder so oder 148 auf 222. Das denke ich mal ganz nice. Und ja, wenn ihr jetzt auch bis hierhin noch geschaut habt, ne, würde mich das natürlich auch nochmal sehr interessieren, wer jetzt nochmal sich die komplette Folge bis zum Ende, eine Stunde, reingezogen hat, wie ich hier Dungeons pushe. Ja, kann das natürlich auch sehr gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle Leute, die die Geduld hatten und hier zugeschaut haben bis zum Schluss, die das interessiert hat. Das war es soweit von mir und meinem Berserker auf EU2 fürs Erste, würde ich mal sagen, weil ich weiß jetzt noch nicht weiter, was ich jetzt hier großartig machen soll. Der Hauptspaß Dungeon Push ist jetzt vorbei hier auf dem Server. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt erstmal soweit hiervon und würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.